Hallo meine lieben Freunde, heute wieder ein Thema zum Ukraine-Krieg. Ihr wisst, ich habe dazu ja ebenfalls publiziert, ich komme später darauf zurück. Ihr wisst zum Zweiten, dass ich auch ukrainische und russische Quellen habe. Und so wie die NATO-Propaganda die ukrainischen Quellen verwendet, verwende ich auch russische Quellen. Also mit beiden Quellen ist vorsichtig umzugehen, weil wir nicht wissen, ob die ukrainischen oder die russischen Quellen so stimmen, wie sie stimmen. Aber ich möchte auf jeden Fall hier aus meinem Exil heraus, wenn ich das mal so sagen darf, euch auch die russische Sicht der Dinge sagen, die in Deutschland verboten ist oder die geblockt, zensiert oder gleich gar nicht besprochen wird. Und zwar geht es um das Thema die Verluste der ukrainischen Streitkräfte. Und ich habe hier Daten des russischen Verteidigungsministeriums, die ich euch vorlesen möchte, so dass ihr auch ein objektives Bild habt, weil den Zahlen der Ukrainer über russische Verluste wird ja zu 100% geglaubt. Jetzt habe ich Zahlen der Russen über die ukrainischen Verluste, die ihr aber in keiner deutschen Zeitung, in keinem deutschen Medium hört und seht. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte haben sich im vergangenen Jahr auf etwa 513.480 Mann belaufen. Das geht aus den Berechnungen von Daten des russischen Verteidigungsministeriums hervor. Der Großteil davon entfiel auf die Monate Januar 2025, März 2025 und Oktober 2025, jeweils 51.960, 47.665 und 47.105 Soldaten. Die durchschnittlichen monatlichen Verluste der ukrainischen Armee beliefen sich auf etwa 42.700 Menschen. 42.700 Menschen pro Monat. Im Jahr 2024 verlor die ukrainische Armee sogar noch mehr Kämpfer, und zwar 590.000. Zu Beginn des Jahres verlor die ukrainische Armee etwa 4.000 Soldaten pro Woche, wobei die Verluste zu Anfang März auf mehr als 7.000 Personen anstiegen und danach leicht zurückgingen. Das russische Verteidigungsministerium hat auch eine Liste erstellt, was die russische Armee seit dem Beginn ihrer Sondermilitäroperation, wie die Russen das ja nennen, bis Ende 2025 zerstört haben. Und wenn ich euch die Zahlen vorlese, habt im Kopf, dass wir den Hauptteil davon zahlen, der deutsche Steuerzahler. Also, bis Ende 2025 wurde folgendes ukrainisches Gerät zerstört von der russischen Armee: 669 Flugzeuge, 283 Hubschrauber, 106.194 Drohnen, 641 Flugabwehrraketensysteme, 26.815 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.634 Mehrfachraketenwerfer, 32.275 Feldartilleriegeschütze und Mörser und 50.464 Einheiten spezieller Militärfahrzeuge. Am 22. Dezember 2025 habe ich noch eine Nachricht gesehen in der britischen Zeitung The Times, dass auf dem ukrainischen Militärfriedhof in Lwów, auf dem Soldaten der ukrainischen Streitkräfte beigesetzt werden, keine Plätze mehr frei sind.
Also, die Ukraine hat 2025 mehr als 500.000 Mann verloren und 2024 fast 600.000 Mann. Das sind Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums. Ich wiederhole, bevor wieder 100.000 Kommentare kommen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Aber die diese Zahlen anzweifeln, die glauben der ukrainischen Zahl, dem ukrainischen Zahlenwerk normalerweise unaufgefordert und unnachgefragt. Also das sind Zahlen der russischen Armee. Und wenn ich alleine sehe, fast 700 Flugzeuge, 300 Hubschrauber, über 106.000 Drohnen, 26.000 Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge, Mehrfachraketenwerfer, 32.000 Feldartilleriegeschütze und über 50.000 Einheiten spezieller Militärfahrzeuge, die wir zum Großteil bezahlt haben. Aber wichtiger als dieser materielle Verlust sind die Menschen, die Soldaten, die getötet worden sind in diesem brutalen Krieg, den unsere Regierung immer und immer weiter anheizen will. Ich habe sehr viele Freunde in der Ukraine, ich habe sehr viele Freunde in Russland. Die Freunde in der Ukraine haben fast in jeder Familie einen Toten zu beklagen. Auch in Russland gibt es viele, die Tote zu beklagen haben. Wir müssen endlich aufhören mit diesem sinnlosen Krieg. Die Menschen in der Ukraine, manche sagen mir, es ist mir vollkommen egal, ob der Donbass jetzt russisch ist oder nicht. Hauptsache unsere Väter und unsere Brüder und unsere Kinder kommen wieder zurück und werden nicht mehr abgeschlachtet. Die Hintergründe zu diesem Krieg erfahrt ihr in meinen 2 kostenlosen Broschüren. Einmal Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg. Diese Broschüre hat 90 Seiten und stellt die Vorgeschichte des Krieges dar. Die Nachfolgebroschüre habe ich ebenfalls geschrieben, die ist sehr umfangreich. Schlachtfeld Deutschland, wie die Regierung unser Land in den Krieg führt. Sehr umfangreich. Es sind 160 Seiten, also auch hier großformatig aufgemacht, so größer als ein Fokus oder ein Spiegel. Auch hier mit Tabellenwerk und natürlich, so wie ihr das in meinen Publikationen kennt, mit vielen, vielen Quellen. Diese beiden Broschüren gibt es kostenlos unter info@konservative.de. Der Link ist unten angegeben, genauso wie der Link angegeben ist zu den 2 Büchern, die ich jetzt noch nenne. Einmal habe ich mir den 2+4 Vertrag vorgenommen in einer Publikation, die sehr erfolgreich war, im Kopfverlag erschienen. Hier sind die Hintergründe zu dem Vertrag und alles, was in dem Vertrag drin steht und wie die Europäer Putin hintergangen haben und was passieren könnte, wenn Putin nun den 2+4 Vertrag, also kündigen kann er ihn ja nicht völkerrechtlich, aber er kann ihn annullieren. Auch hier viele, viele Quellen angegeben. Und wenn wir schon dabei sind, mein neues Buch Deutschland muss vernichtet werden, Völkermord, Vertreibung und Zerstörung des deutschen Volkes 1914 bis heute, ist sehr erfolgreich. Und in diesem Buch, über 2000 Quellen auch, die verifiziert sind, in diesem Buch habe ich leider eine verschwiegene Massenmordbilanz an den Deutschen veröffentlicht. Eine verschwiegene Massenmordbilanz an den Deutschen. Hier sind die Massaker und die Tötungsarten aufgeführt, die unser Volk dezimiert haben. Also Rheinwiesenlager ist dabei, die Konzentrationslager für Deutsche, die Vertreibung, der Bombenkrieg, die Hungertoten durch die Aushungerung und auch die Kriegsgefangenen. Dieses Buch ist ein Mahnmal für unsere Toten, für
unsere Toten. Es wird verdammt nochmal Zeit, dass wir an unsere Toten gedenken durch die alliierten Massenmörder. Und weil ich das sage, werde ich bedroht, beschimpft und diskriminiert. Ihr lest es vielleicht in manchen Kommentaren. Das ist der Dank dafür. Aber ich habe eine Leserschaft, die zu mir hält, und dafür bedanke ich mich recht herzlich. Noch eine Bitte zum Schluss: Abonniert mich unbedingt bei Telegram. Auch der Link ist unten angegeben. Telegram ist im Moment noch das freiste, zensurfreiste Medium, und ich weiß nicht, wie lange ich bei YouTube sein werde. Ich weiß nicht, ob die mich dann sperren oder nicht. Aber wenn ihr mich nicht seht bei Telegram, also folgt mir gleich bei Telegram, und dort gibt es auch Informationen, die ich bei YouTube nicht veröffentliche. Auch mein kostenloser Newsletter www.michaelgrant.de ist zu erhalten. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.